Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Vielleicht könnt ihr euch ja noch ein bisschen dran erinnern, als wir uns neu equipped haben, habe ich ja auf meinem Main hier, ne, nach dem Toiletten-Update, einen sehr guten Total Stats oder sehr gute Total Stats gehabt. Weltweit war unter den Top 10 Magiern weltweit und ich glaube unter den Top 20 für kurze Zeit von allen Klassen weltweit. Und das ist jetzt wieder ein bisschen abgeflacht, weil jetzt haben sich natürlich mehr Leute equipped und mehr Leute sind wieder so up to date. Ne? Und in der Zeit haben wir auch damals immer versucht, so gut es ging, in die E-Hof zu kommen, weil wir ja das Momentum einfach wahrgenommen haben und sehr viel besser gewesen sind als andere Spieler. Jetzt momentan können wir mal kurz gucken, befinden wir uns auf F9, gerade mal auf, warte mal, ich suche mal kurz raus hier den Server, F9. Wir sind hier von den Total Stats her im Moment gerade auf Platz 5 auf dem Server hier, ja. Und das ist okay, aber wir gehören eindeutig nicht in die E-Hof, würde ich sagen. Und wenn ihr euch noch recht dran zurückerinnert, gab es immer einen Kollegen, der sich immer darum sehr, sehr bemüht hat, in die E-Hof zu kommen, und das war BMW. Und ist er bis heute immer noch. Denn wir haben gestern seit Monaten mal wieder versucht, einfach mal so random in die E-Hof zu kommen, pünktlich um 18 Uhr. Ich war gestern zufällig live um die Zeit und habe mir gedacht, doch komm, wir versuchen es mal wieder. Und tatsächlich ist nach wie vor BMW jeden Tag um 18 Uhr pünktlich am Start, um sich auf Platz 1 zu pilzen, um dann halt eben, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit dann den nächsten Tag in die E-Hof dann zu gelangen. Denn für alle, die das nicht wissen sollten, die internationale Hall of Fame, die gestaltet sich halt so: Jeder von seinem Server, der um 18 Uhr oder kurz danach, das Zeitfenster ist da nicht ganz klar, auf Platz 1 ist auf seinem Server, der kommt am nächsten Tag in die internationale Ehrenhalle und kämpft dann dort gegen die anderen Spieler von anderen Servern. Eigentlich ein sehr geiles Spielprinzip, wird leider zu wenig gefördert, ist gar kein Augenmerk drauf von den Entwicklern. Sehr, sehr schade, muss ich sagen. Geht viel Potenzial verloren. Ich war schon immer ein Riesenfan von der E-Hof gewesen so, und ja, es ist schade, dass hier ja absolut gar nichts passiert, großartig. Es wurde jetzt die Ruhmes-Ehrenhalle hinzugefügt. Ja, und das war's halt. Ja, ansonsten genau, und wir haben es mal wieder versucht und wie ihr sehen könnt, haben wir es auch geschafft, aber BMW hat sich wirklich, ja, mal wieder versucht, auf die 1 zu erpilzen, und das, obwohl er noch mehr Statpunkte unter mir ist, als ich ja eh schon bin auf dem Server. Und ja, fand ich auf jeden Fall krass. Grüße gehen raus da an der Stelle, dass er nach wie vor wirklich jeden einzelnen Tag am Start ist und da, keine Ahnung, 30, 40, 50 Pilze ausgibt, um da auf der 1 zu stehen. Ja, das ist heftig. Mal mehr, mal weniger. Gestern hat er natürlich mit mir Konkurrenz gehabt. Ich denke mal, ansonsten wird er ein leichtes Spiel haben, weil ansonsten niemand da irgendwie ein Augenmerk drauf legt, dass man jetzt pünktlich um 18 Uhr auf der 1 steht, um nächsten Tag in der E-Hof zu fighten. Ich denke mal, den meisten ist das einfach egal. Ja, so auch mir. Ich sage immer so, die Ersten des Servers, die ja, werden sich automatisch irgendwann auf die Plätze dann einpendeln, sage ich mal, wo sie halt eben hingehören. Zufälligerweise bin ich gerade auf Platz 5 und von den Total Stats bin ich das auch im Moment gerade. Deswegen, das passt auf jeden Fall. Und ja, wir haben es geschafft. Wir sind in der E-Hof drin, seit langer, langer Zeit mal wieder. Und wir gucken uns mal den Fight an. Ja, es wird wahrscheinlich sehr unspektakulär, denn Mage Battles in super, super Late Game sind meistens immer nach 1 oder 2 Runden vorbei. Wir gucken uns das Ganze mal an. Let's go. Wir kämpfen gegen Markov und hauen keinen Crit raus und dann war's das. Okay, ja. Also die Runde ging tatsächlich für Mage-Fights relativ lange, aber das lag daran, weil ich auch keinen Crit rausgehauen hatte, er dann auch keinen Crit, ich zweimal keinen Crit rausgehauen habe. Ansonsten wäre hier natürlich deutlich mehr drin gewesen. Von den Stat-Punkten her ist er mir ein bisschen überlegen, aber ich sage ehrlich, die paar Stat-Punkte machen wirklich gar nichts aus, wenn da ein Crit landet. Gerade bei der Spanne, die wir auch haben auf unserer Waffe hier, ne, dann scheppert es ordentlich. Ich weiß nicht, was hier Markov, ja, der hat hier eine ähnliche Spanne wie ich, noch sogar ein bisschen höher sogar als ich. Und ja, auch von dem Waffenschaden her natürlich höher, weil er auch schon fast Stufe 800 ist. Ne? Kenne ich tatsächlich nicht. Markov ist aber auch hier irgendwie, glaube ich, ein polnischer Spieler oder tschechisch, weiß ich nicht, immer nicht so ganz. Ja, GG's auf jeden Fall dazu.
Und hier kämpft einmal noch Mr. Zutti gegen mich. Und den Fight, den haben wir tatsächlich gewonnen. Ja, also wir haben hier einmal gegen Markov verloren und gegen Mr. Zutti von F19 bei Vatos Lokos. Ja, kenne ich leider auch nicht. Also wir haben hier gegen 2 Leute gespielt, die ich leider nicht kenne. Was immer sehr, sehr cool ist, wenn man in der IHOF ist und man fightet gegen Leute, die man auch wirklich kennt. Ja, also wo man auch wirklich irgendwie, keine Ahnung, so, ne, Kontakt mal hatte oder einfach der Name bekannt ist. Ja, zum Beispiel jetzt hier sehe ich gerade zufällig Raganara, der war gestern auch im Chat gewesen hier bei mir. Grüße gehen raus, der ist ja bei uns hier auch auf dem Server hier am Start und auch gut am Performen. Ist hier schon direkt zweimal in der IHOF, einmal hier und einmal hier. Ja, einmal hier als Battlemage und einmal hier als Kundi. Also auch sehr starke Leistung. Oder zum Beispiel Umbums, ja, der ist ja bei uns hier auch. Deswegen, das wäre auf jeden Fall auch cool. Aber gut, gegen Umbums kämpfe ich auch öfter mal. Ja, was cool wäre, wenn wir mal irgendwie, weiß ich nicht, einen Random Fight mal so gegen, weiß ich nicht, so Strider oder sowas haben. Gegen Nachteule, Matze würde ich feiern, dein Nachbar oder so. Ne, das wäre schon cool. Turor könnten wir auch mal versuchen so, ne, obwohl man bei Turor immer nicht weiß, wer Turor dahinter ist. Ne? Deswegen, genau, aber ansonsten, das wäre halt lustig, gegen andere Leute zu fighten, die man halt eben auch so kennt und mit denen man auch halt eben Kontakt hat. Ne? Hier unten kennen wir natürlich auch einige. Fusion in Arbeit. Ja, heute wird ja auch werden ja die EU-Welten auch fusioniert. Ja, deswegen, ja, kriegen wir hier halt die Meldung. Genau, hier unten kennen wir natürlich auch einige Leute. Allerdings, ja, sind die natürlich vom Level her noch viel, viel zu weit unten, dass wir hier gar nicht irgendwie die Chance haben, gegen die zu fighten. Ja, gegen Capsule wäre natürlich auch mal lustig, aber gut, da wäre der Fight natürlich auch sehr schnell vorbei. Deswegen brauchen wir da auch auf jeden Fall Gegner so auf unserer Augenhöhe, sag ich mal. Ne? Ja, nee, also ich sag's immer wieder, die IHOF an sich hat Potenzial, was leider nicht genutzt wird. Ich weiß nicht, ich bin persönlich ein Fan davon, mehr Anreize zu schaffen für die Top-Spieler im Late-Game und dass es auch einen Mehrwert irgendwo hat, hier in der IHOF auch zu sein. Ne? So ein wöchentliches Battle irgendwie oder eine monatliche Ausschüttung an die Top-Spieler irgendwie oder an alle, die es in die IHOF geschafft haben und dann per Turniersystem irgendwie gegeneinander fighten oder so und da dann halt einfach Anreize zu geben, sich dann auch in die IHOF aktiv zu erspielen, weil was ich auch nicht ganz verstehe, dass da nichts gemacht wird, ist, stellt euch mal vor, so jemand wie BMW gibt es auf dem Server irgendwie 2, 3, 4, 5 Mal und die geben alle jeden Tag irgendwie, sagen wir mal, 20, 30, 40, 50 Pilze aus, um pünktlich um 18 Uhr auf der 1 zu stehen für den Einzug nächsten Tag in die IHOF, weil es hier halt eben Anreize gibt, in der IHOF zu stehen, dann irgendwelche Rewards oder sei es Pokale, vielleicht auch Titeltaten, irgendwie sowas, ne? Muss ja nicht unbedingt gleich irgendwie ein Ingame-Item sein oder Gold oder irgendwie sowas, was einen Statpunkt technisch weiterbringt, sondern ja, vielleicht auch halt eben unter Titel und Taten oder so oder Achievements. Ne? Das wäre auch ganz cool. Wäre für mich auch wieder ein Anreiz, muss ich sagen, um mich in die IHOF zu fighten. Und stellt euch mal vor, wie gesagt, es gibt so 1, 2, 3, 4, 5 Spieler auf jedem Server, die so jeden Tag versuchen, in die IHOF zu kommen. Das auf, keine Ahnung, auf sagen wir mal 50 Server verteilt, mal 5 Spieler und jeden Tag gibt jeder von den 5 Spielern 50 Pilze aus, als Beispiel, sagen wir mal so, ne? Um sich halt da gegenseitig zu battlen und ne, das kann schnell sehr teuer werden, weil man halt immer versucht, auf Platz 1 zu landen dann. Ja, pilzt man sich dann halt eben hoch und versucht den anderen dann halt eben zu verdrängen. Das ist halt eben das Spielprinzip dahinter. Und deswegen, ja, verstehe ich das gar nicht, weil gerade die Late-Game-Spieler, aus denen kann man ja jetzt nun geldtechnisch nicht mehr viel rausholen. Ne? Die meisten Leute, die sehr viel Geld in das Game investieren, das sind irgendwelche neuen Server-Starter oder sowas. Ne? Aber die Late-Game-Spieler, die haben ja gar nicht die haben ja gar keinen Anreiz, irgendwie Geld auszugeben, großartig, weil sich das für die halt einfach nicht lohnt. So, da sind die Statpunkte schon so absurd hoch. Da muss man jetzt nicht noch hier und da irgendwie Geld ausgeben. Das lohnt sich nicht. Und deswegen wäre halt so die IHOF ein ganz cooler Anreiz, sag ich mal, um da halt eben so ein bisschen entgegenzuwirken. Und dann kann man sogar auch, wenn man jetzt halt eben
ja, aus der Sicht des Unternehmens denkt, ne? Oder ich sag mal als Firma, die gewinnorientiert handeln möchte, kann man auch aus der Spielerschaft, die sonst normalerweise eher weniger Geld ausgibt, sogar nochmal ein bisschen Geld rausholen. Ja, um halt eben noch mehr den Gewinn zu maximieren, so, ne? Aus den Late-Game-Spielern, die ja sowieso nicht mehr viel auszugeben haben, ne? Die meisten spielen halt ganz normal ihre Alu und das war's dann halt, ne? Da passiert sonst nicht mehr viel, weil sich das halt, wie gesagt, auch für die meisten gar nicht mehr rentiert, irgendwie, ja, was weiß ich, wie viele 1.000 € in das Game zu stecken. Das hast du ja gerade am Anfang, wenn du noch viel auszubauen hast und da kannst du auch viel skippen und sowas, ne? Und jetzt nachher im Late Game nimmt das nachher natürlich dann auch alles ab und dann hat man wirklich nur noch seine Alu, ein paar Dungeons, selbst die lohnen sich nicht zu ballern. Deswegen, ja, fehlen da halt einfach die Anreize, beziehungsweise eben dieser Late Game Content. Und das wäre halt so ein bisschen was, um die Top-Spieler noch mehr zu motivieren, finde ich persönlich so. Aber ja, leider passiert da nichts großartig, weil ich bin auch ein Fan, wirklich, muss ich sagen, serverübergreifend zu spielen halt einfach, weil man gegen Leute kämpft, gegen die man sonst normalerweise niemals fighten würde. Und das finde ich halt super, super cool. Finde ich auch immer nice, dass wir hier mit Rising Phoenix halt in der IROV immer jeden Tag sind, weil da kämpfen wir halt gegen andere Gilden und andere Spieler, die man halt sonst niemals gesehen hätte. Und das finde ich sehr cool. Ich feiere das eigentlich so an sich, dass man sich mit Gilden von anderen Servern messen kann. Oder halt eben ja, mit Spielern von anderen Servern messen kann. Aber ja, wie gesagt, da liegt leider viel zu wenig Fokus drauf und das ist sehr, sehr schade. Ja, gut. Ja, genau, hier war noch mein Battlemage drin. Also wir sind quasi heute zweimal in der IHOF. Einmal hier mit der Gilde Rising Phoenix und einmal mit meinem Main-Account. Ich weiß gar nicht, wo war ich hier? Auf der 34. Ich glaube, wir haben ein paar Leute mit einem Feuerball, oder besser gesagt mit einem Kometen weggestompt. Schauen wir nochmal hier. Zack, boom und zack, boom und nochmal zack. Okay, da wurde der Schild, das wurde pariert. Okay, alles klar, aber ja. Das auf jeden Fall dazu. Okay, aber das soll es erstmal soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.